Ja Leute, was geht? Ich bin Rebecca und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und zwar teste ich heute etwas, was ihr mir vorgeschlagen habt. Und ich dachte mir, vielleicht mache ich das jeden Samstag. Habt ihr darauf Bock? Dann lasst unbedingt jetzt einen Daumen nach oben da. Bei 10.000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid. Und kauft mir dann immer etwas, was ihr vielleicht euch noch nicht kaufen wollt oder am Überlegen seid oder wo ihr der Meinung seid, Becky testet es einfach für uns. Dann mache ich das und ab immer mit euren Vorschlägen unten in die Kommentare. Diesmal ist es Miniverse. Und nicht nur irgendein, sondern Miniverse Make It Mini Make-up Edition. Du kannst dir einfach mal eigenes Make-up machen, das du auch tatsächlich benutzen kannst im Mini, Leute. Ich liebe Mini-Sachen. Und wir machen nicht nur einen auf, sondern 2, 3, 4 Stück. Denn ich will wissen, was es so zur Auswahl gibt und was wir alles so bekommen und ob es den Hype wert ist oder vielleicht eher weniger. Wir schauen einfach mal. So günstig sind die eigentlich gar nicht. Ich habe mir die alle selber gekauft, Leute. Ich habe die bei Rossmann gefunden. Ihr wolltet unbedingt, dass ich Miniverse ausprobiere und das klang so cool. Lasst mich auf jeden Fall unbedingt wissen, was ich als nächstes ausprobieren soll und wie wir die Reihe nennen können. Ich weiß nämlich noch gar nicht. Ich habe keinen coolen Namen, Leute. Ich brauche ein bisschen Hilfe von Team Becky. Mit euch finden wir bestimmt einen coolen Namen. Und natürlich wird auch wieder Spooky Sunday am Start sein. Das seht ihr dann am Sonntag wieder. Seid gespannt, was es da wieder für ein gruseliges Video gibt. Und ja, ich würde sagen, let's go! Wie cool sieht das allein schon aus? Also, wenn ich so eine kleine Mini-Palette bekomme, bin ich echt happy. Aber ich muss erstmal kurz sagen, ich bin nicht gut in DIYs. Ich kann das überhaupt nicht. Also wirklich jetzt. Ich habe mich schon öfters mal daran ausprobiert, aber ich finde daran keinen Gefallen. Ich kann das einfach nicht, Leute. Ich bin so unbegabt in Sachen eigentlich selber machen. Deswegen, es wird vielleicht ein bisschen chaotisch. Aber okay, ich gebe mein Bestes. Ich liebe einfach Mini-Sachen. Ich muss alles sammeln, was klein ist. Müsst ihr euch mal vorstellen, das ist die beste Palette, die man jemals hatte. Und dann, wie bekomme ich die dann wieder? Packen wir es mal aus. Okay, von den Verpackungen bin ich nicht so ein Fan. So viel Müll braucht man nicht. Packen es mal aus hier. Ich sehe irgendwas mit Händen. Was könnte das sein? Nagellack? Das kann ich jetzt schlecht gebrauchen und austesten. Eine kleine Shopping-Tüte. Guckt euch diese kleine Shopping-Tüte an. Gott, ist das süß. Das ist so süß. 10 von 10. Und dann haben wir noch eine kleine Shopping-Tüte, Leute. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Wir haben Nagellack hier. Pink Nail Polish. Ist da irgendwas versteckt drin? Weil hier haben wir irgendwie so ein... was ist das? Kann man das aufstellen? Ist das ein Regal? Können wir hier ein Regal selber basteln oder was? Oh mein Gott. Nein, ich sammle schnell Sachen. Das ist überhaupt nicht gut, ne? Hier haben wir so eine Papiertüte. Kleine Pipetten, Leute. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Ja, hier sind die 2 kleinen Pipetten. Hier haben wir noch Nail Polish. Also pinker Nagellack. Tada! Hier ist so eine kleine Flasche. Ich glaube zum Mischen. Ein kleiner Messbecher. Gar nicht mehr. Es ist so süß. Allein nur der Messbecher. Ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Messbecher süß finde. Aber hier sind irgendwie so Tropfen drauf. Wir haben noch einen kleinen Löffel. Leute, guckt euch diesen kleinen Mini-Löffel an. Oh mein Gott. Es ist so winzig. Auf jeden Fall haben wir hier so eine kleine Box. Mal gucken, was da drin ist. Geht's noch süßer? Leute, guckt euch diese kleinen Fläschchen an. Nagellack. Das reicht ja gerade für Nagel. Wolltet ihr schon immer mal nur euren kleinen Zeh lackieren? Hier, bitteschön. Eigentlich ist es perfekte... Wie weird will das bitte enden hier? Keine Ahnung. Guck mal, wie klein. Es ist so klein wie mein Auge. Und dann haben wir noch weiß. Weil ich glaube, wir können es dann mischen mit dem Pink. Also wir können es einmal so lassen, dunkler und dann heller machen. Ja, wir haben das einmal hier so in klein und dann in groß. Kein Wunder, warum ich nicht so ein DIY-Fan bin. Aber das kriege ich wohl irgendwie hin, denke ich mal. Hoffe ich. Und für alle, die sich fragen, was ist drin? Ich habe mich selbst gefragt. Das gibt es alles. Nagellack, keine Ahnung, was ist das unten? Lipgloss und so. Was ist das? Rouge? Und die Paletten, Leute. Ich brauche unbedingt eine Palette. Ich hoffe, ich habe die hier oder die da. Die hier finde ich auch nice. Okay, der erste Step ist, wir brauchen den Messbecher. Und wir müssen bis zu der Linie von dem schwarzen Tropfen das Pinke hier reinfüllen. Okay, das machen wir jetzt mal. Und dann müssen wir das mischen. Einmal mit Weiß. Okay, nur ein Tropfen, denke ich mal. Also füllen wir das jetzt bis zu dieser Linie. Alter, da muss ja richtig viel rein. Das schaffen wir. Ich habe jetzt das dunkle Pink reingemacht. Jetzt müssen wir Weiß hinzugeben, aber nur ein Tropfen. Okay, ein Tropfen ist drin. Und jetzt müssen wir es rühren. Rühr. Bringt das überhaupt was? Ein Tropfen Weiß. Ich finde, das sieht immer noch genauso aus
wie vorher. Und das Ganze umfüllen in so ein kleines Nagellackgläschen. Guckt euch einfach mal an, wie süß das gemacht ist. 10 von 10 süß. So, das füllen wir jetzt alles hier rein. Kann ja lange dauern. Ich habe ja nicht so viel Geduld, ne? Ist jemand auch so ungeduldig? Aber ich dachte, es riecht ein bisschen mehr nach Nagellack und ich mag den Geruch nicht, aber ich finde gar nicht. Aber leider kann ich es nicht ausprobieren, Leute. Sorry, ich habe ja gemachte Nägel, weil meine Nägel einfach schlimm sind. Aber zumindest kann ich mit euch zusammen das machen. Tada! Mein erster eigener produzierter Nagellack. Guck mal, wie klein. So sieht das aus. Und jetzt machen wir ganz schnell die andere Farbe. Hier gibt es auch noch andere, glaube ich, Möglichkeiten, das irgendwie zu mischen oder so. Alter, ich habe nicht so viel Kraft. Alter, jetzt kommt das raus. Wie soll ich so viel rausquetschen? Das geht doch gar nicht. Alter, ich muss meine eigenen Finger pressen, damit was rauskommt. Becky, trainiert mir deine Finger. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Sieht aber schon ziemlich pink aus. Wir wollen es doch heller haben. Doch, es ist ein bisschen heller. Beckys selbst hergestellte Nagellacke. Beckys Beauty. Ich weiß nicht, ob man das so gut in der Kamera erkennen kann, aber ich glaube, man sieht es, oder? Dass die zwei verschiedene Rosatöne sind. Und jetzt probiere ich das mal auf diesem Zettel aus, der dabei war. Diese Nägel da. Ey, ich finde das so cool. Das waren jetzt die Nagellacke. Jetzt geht's an die anderen. Und hoffentlich habe ich eine Palette drin. Wir haben hier schon wieder eine Tüte. Ich sehe schon was. Wir haben hier wieder eine größere. 10 von 10 für diese Verpackung hier, diese Einkaufstüten. Wir haben, glaube ich, endlich eine Palette. Was haben wir hier in der pinken Tüte? Mal gucken. Ich nehme hier Papier. Oh mein Gott, nein! Warum ist das passiert? Ich glaube, das sind die Pulver für die Palette. Wir haben hier einmal so ein Türkis und einmal so ein Weiß. Und ich glaube, davon können wir verschiedene Töne herstellen. Dann haben wir die große Tüte. Darin haben wir einmal das hier. Sieht aus wie eine Schale. Ja, Leute, wir haben eine kleine Schale drin. Eine Pipette und ein kleiner Löffel. Wir haben hier einen Spatel. Wir haben hier einen Stempel. Also wir können unser Logo raufpressen. Wir haben hier noch einen Löffel. So eine kleine Kelle. Und, was ist das? Ein Baseballschläger? Nee, ein kleiner Pinsel. Leute, zu viel Tung-Tung-Tung-Sahur. Aber das war's noch nicht. Da ist immer noch mehr drin. Was haben wir hier noch? Die Palette. Ich glaube, wir haben die auf der Verpackung drauf ist, oder? Oh mein Gott, so klein. Das ist die kleinste Palette, die ich jemals gesehen habe. Und das war's immer noch nicht. Wir haben hier noch irgendwas. Eyeshadow Oil. Das war alles drin. Und jetzt gucken wir mal, was wir machen müssen hier. Okay, ich hoffe, ich bin nicht zu blöd dafür, um das hinzubekommen. Seht ihr das? Ich glaube, die verschiedenen Steps muss man machen, wenn man die verschiedenen Töne haben will. Beckys Beauty Salon ist eröffnet. Das ist so klein. Und ich zitter noch so. Wie soll ich das hinbekommen? So, und davon müssen wir jetzt 6 Stück reinmachen in diese kleine Schale. Und jetzt müssen wir 3 Tropfen von diesem Eyeshadow Oil nehmen. 1. Warum zitter ich so? Bin voll nervös. 2, 3. So, dann müssen wir jetzt rühren mit dem Löffel. Problem ist, das hängt immer am Löffel fest. Aber ich glaube, so professionell muss das auch nicht sein. Keine Ahnung, weil wir pressen es ja eh noch. Das ist so klein. So, jetzt wird das gepresst. Und alles hängt an meinem Stempel dran. Wo hängt das an meinem Stempel? Ein bisschen wenig drin. Wo ist alles hin? Ich hatte doch viel mehr. Okay, Leute, zweiter Versuch. Und ich verliere jetzt schon meine Nerven, Mann. Ich wollte so sehr diese Make-up-Palette und jetzt hasse ich sie. Ich konnte das da nicht stempeln. Das sah einfach nur hässlich aus. Und jetzt musste ich das wieder alles auswaschen und machen. Ich versuche es jetzt nochmal. Here we go again. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch genug habe für die anderen, aber ich hoffe, ja. Also da fand ich das mit den Nagellacken viel, viel einfacher. Das Problem ist bei dem Löffel, es bleibt daran irgendwie kleben. Vielleicht sollte ich lieber diesen Spatel nehmen. Mein Tisch sieht ein bisschen schlimm aus. Vollgesaut mit dem Zeug, aber Leute, das ist die Realität. Jetzt füllen wir das nochmal hier rein. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ansonsten gebe ich auf. Und dann zitter ich immer. Ich weiß nicht mal warum. Einige von euch fragen mich immer, Becky, warum zitterst du so? Keine Ahnung. Ich bin einfach immer nervös, wenn ich ein Video mache. Wenn ein bisschen was drüber ist, mache ich das gleich sauber. Ist mir egal. Okay, jetzt pressen wir das mal. Da kann, glaube ich, noch mehr rein. Ich glaube, man muss ab und an immer mal pressen, Leute. Das steht hier zum Beispiel auch nicht. Aber das M sehe ich jetzt nicht. Okay, ich kippe noch ein bisschen da rein.
Alles, was ich habe. Werbung versus Realität. Bei mir sieht man das nicht, Leute. Aber ich habe einen gepressten Lidschatten hinbekommen. Ich sag so, Leute, ich hasse jetzt diese Palette. Ich wünsche mir jetzt ein Lippenöl. Nach 100 Jahren habe ich es dann auch mal hinbekommen. Aber jetzt kann man so eine Folie abziehen. Ich hätte es vorhin fast gemacht, ne? Und dann ist die Palette etwas sauberer. Und jetzt der Moment der Momente. Ich hoffe nicht, dass ich meinen Lidschatten ruiniere. Oh, oh. Es bröselt ein bisschen. Tada! Ich glaube, es kann sich sehen lassen. Ich dachte, das wird das Tollste. Also ich meine, das Endergebnis ist schön. Wir haben jetzt eine Palette mit Farben, die ich nicht unbedingt tragen würde. Aber Leute, meine Nerven! Mal gucken, wie das geswatcht ist. Nehmen wir mal das hier und machen das mal hier auf meinen Handrücken. Alter, wenn meine Adern dieselbe Farbe haben wie der Lidschatten. Der ist hier. Alter, noch mehr Fail geht nicht, ne? Ich würde es nicht unbedingt als Lidschatten generell nehmen, sondern ich mache das auch manchmal hier so rauf. So ein bisschen Glitzer. Und dafür würde ich das auch benutzen. Kann man ja. Ist ja eine echte Lidschattenpalette. Aber ja, das war das Coolste und Schlimmste zugleich. Ich wünsche mir so sehr jetzt ein Lippenöl, weil dann habe ich von allem etwas. Ist es ein Liquid Blush? Ich hoffe, ja. Hier haben wir wieder die kleinen Mini-Shopping-Tüten. Und wir schauen jetzt, was diesmal drin ist. Was könnte da drin sein? Oh mein Gott, ich sehe was. Ich glaube, das sind Liquid Blushes. Leute, ich sehe so einen Applikator. Das ist wieder nice. Und wir haben was anderes. Ey, ich habe echt Glück gehabt. Was haben wir hier drin? Lip Stain Base. Ach so, wir haben Lip Stain? Hä? Ich dachte Blush. Da hinten stand doch... Ach so, nee, das heißt ja Wink Blush. Ach so, wir haben einen Lip Stain. Okay, Leute, ich nehme es zurück. Das ist die Anleitung. Ich dachte ein Blush. Und tada, da ist das andere. Jetzt packen wir mal das hier aus. Was haben wir hier diesmal drin? Ja, wir haben hier schon wieder einen Messbecher drin. Red Lip Stain. Das ist irgendwie so ein Orange-Korall. Nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe. Und was haben wir hier drin? Wahrscheinlich wieder Pipetten. Ja, 2 Pipetten, weil wir wahrscheinlich einen helleren und einen dunkleren Ton machen. Ja, bis zum schwarzen Tropfen werden wir es jetzt voll machen mit Orange. Alter, es ist so schwer zu drücken. Das ist noch schwieriger als beim Nagellack. Ich würde sagen, das ist bis zum schwarzen Tropfen. Und jetzt brauchen wir einen Tropfen davon. Irgendwie habe ich diesmal keinen Löffel bekommen, aber dann rühren wir das halt einfach mit der Pipette. Voll die schöne Farbe. Obwohl die mir nicht steht. Ich werde die mir, glaube ich, nicht auf die Lippen packen. Das ist so klein. Ein kleiner Mini-Applikator. Und der sieht so kuschelig aus. Okay, dann wollen wir erstmal irgendwie rüberbekommen. Wie auch immer das funktionieren soll. Bisschen dickflüssig. Hallo? Jemand hier rein. Ich habe das Gefühl, alles, was ich versuche da reinzutun, kommt mir wieder entgegen. Ich weiß nicht warum, aber... Was ist das? Mann, ich will das doch nur noch reinbekommen. Warum ist das so schwer? Beim Nagellack ging easy. Aber das hier, das kommt davon, ne, wenn man sich zu früh freut. Ich dachte mir so, oh, das wird jetzt voll einfach. Aber ich krieg das Zeug nicht rein. Der Farbton ist eigentlich echt schön, aber es ist ein dezenter Ton. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier ganz dezent. Eigentlich ziemlich alltagstauglich. Ich würde sogar sagen, der Ton hier sieht schön aus auf den Lippen, kann ich mir vorstellen. Aber es soll ja ein Lip Stain sein. Wenn ich jetzt reibe... Ein bisschen Ton bleibt noch übrig. Aber ehrlich, mir fehlt ein bisschen die Geduld dafür. Wirklich jetzt. Also mit der Pipette funktioniert das nicht wirklich. Ein bisschen ist noch übrig geblieben. Es klebt doch an der Pipette und ich krieg's einfach nicht rein. Aber ich habe jetzt beide Töne. Tada! Welchen findet ihr schöner? Oh mein Gott, der Farbton ist so schön. Könnt ihr sehen, der ist richtig schön hell. So ein Babyrosa fast schon. Aber trotzdem mega süß. Aber was ich nicht gedacht hätte ist, dass mir der Nagellack am meisten gefallen hat. Weil das ging irgendwie am besten. Dafür waren die ganzen Tools auch irgendwie am besten. Dann fand ich die Make-up-Palette am zweitbesten, weil die ist halt mega nice. So eine kleine, süße Palette ist halt voll cool. Und dann als letztes das hier. Aber Leute, das Design ist einfach mal eine 10 von 10. Also wenn ihr Geduld mitbringt, dann lohnt sich das und macht es auch Spaß. Vielleicht kann man das auch zu zweit machen. Aber es ist ein bisschen tricky hier und da. Leute, den letzten hier werde ich auf meinem Instagram verlosen. So heiße ich in meiner Story. Ich dachte mir, das verschenke ich an jemanden von euch. Vielleicht wünscht sich ja jemand das. Also folgt mir ja gerne und checkt unbedingt meine Story dann aus, sobald das Video online gekommen ist. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr als nächstes ausprobieren soll.
Habt ihr irgendwelche Vorschläge, immer her damit. Aber bitte nichts mit DIY, hoffentlich. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!